Grüß Gott, herzlich willkommen. Welcome everybody. Grüß Gott. We have our usual Friday evening conversation in German. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben eine Überraschung. Wissen Sie, wo wir sind heute? Wo sind wir dann? Eine Überraschung hier. Dann hier sind wir. Herzlich willkommen. Wir sind in Jerusalem, weil morgens bin ich hier zu Einkehrtag. Und ich habe was Besonderes, ist mir eingefallen, das ich Ihnen zeigen will. Grüß Gott, herzlich willkommen, Georg. Herzlich willkommen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier, wir sind in Jerusalem heute Abend zum Abendspaziergang. Und ich bin hier deswegen, weil wir haben einen Einkehrtag morgen. Und gerade weil diese ganze Woche, wir haben aus den Königsbüchern im Alten Testament gelesen, ist diese Mauer sehr wichtig. Und heute eigentlich bei der Tagesmesse-Lektüre sind wir am Ende des 2. Königsbuch. Und es ist die Rede von der Gefangennahme von Sedekia, der letzte König Israels hier. Und er wurde sehr bestraft in Babylon. Und hier haben wir diesen Mauer. Und Sie können auch das auf Englisch lesen. You can read the English text here, even I'm speaking in German. Gam be'ivrit. This is das Breiten Mauer. Und hier, das wurde entdeckt so etwa 1967 in die archäologischen Befunde, 1968 vielleicht, 1968. Und diese Mauer ist 2600 Jahre alt. Schauen Sie, 2600 Jahre alt. Und gerade King Hezekiah hat auch einen riesen Verteidigungsversuch gemacht, aber dann ist später dann das auch zu den Babylonier gefallen. Und dies ist das Mauer. Jetzt, ich lade Sie ein, um herumzugehen, aber ich habe vergessen, mich vorzustellen und darzustellen. Wo ist das hier? Schau. Ja, hier bin ich. Nur damit Sie sehen, das ist nicht nur meine Stimme, ich bin eigentlich da. Und jetzt gehen wir herum. Herzlich willkommen zum Abendspaziergang in Jerusalem heute. Nicht mehr in Magdala, weil wir sind hier auf Einkehr. So, ich bringe Sie herum und Sie können das besser anschauen. Und die haben laut Jesajas 22 die eigenen Häuser abgebrochen, um das Mauer zu bauen, als Schutz. Hier alle die Menschen bringen ihren Schabbats Proviant zu Hause, von die Laden. Schauen Sie das. Diese Mauer ist etwa 7 Meter breit und die haben ein Stück von 45 Meter lang offengelegt. Ich glaube, die haben auch ursprünglich 65 Meter gefunden bei der archäologischen Befund. Und dann sind auch andere Stück von die Seite neben der Cardo, vielleicht wir kommen dabei vorbei später. Aber gerade wegen der Lektüre von diesen Tagen dachte ich, das wäre schön, dass Sie das sehen. Und dann schauen Sie hier auf diesen Schilder, heißt es, dass diese Mauer in der ersten Tempelperiode, das wäre dann etwa fast 1000 Jahre vor Christus, bis 586 vor Christus. Und das ist eine Schilderung des Altstadts damals. Und dann schauen Sie, die meinen, dass diese Mauer so hoch gewesen ist. Ich habe jetzt nicht die Gründe im Kopf, wieso die das meinen können, aber das ist die, sagen wir, die Fachvorstellung. Es gibt auch natürlich Diskussionen über diese Sachen. Das wäre dann etwa 8 Meter hoch, eine Mauer so hoch. Gut, dann ich dachte, ich würde Ihnen diesen Teil zeigen, wegen der Lektüre. Wir haben diese Woche schon gelesen, diesen letzten Wochen, die ganzen Königbücher mit all diesen komplexen Geschichten von den Königen Israels.
Und Seiten waren Blühe und Seiten waren Untreue und Korruption und einen Weg machen. Das sind viele Kinder, die hier spielen. Ich will Ihnen nur kurz zeigen, damit Sie sehen, die sind alle bereit für die Schabbatfeier, alle schön gekleidet und sauber wahrscheinlich. Und die werden demnächst jetzt den Schabbat mit dem Sonnenuntergang, die werden den Schabbat dann feiern. Und dann, ich bringe Sie jetzt durch die Gassen. Es ist eine Weile, seit ich diese Gassen gemacht habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht verliere jetzt hier. Aber vielleicht es gibt einen von euch, die das sehr gut kennen. Wir sind in den Straßen Jerusalems, in dem jüdischen Viertel. Und ich möchte Sie eigentlich hin zum Klagemauer bringen, mit einem Blick auf den Klagemauer mindestens. Ich weiß nicht, ob ich erlaubt wird, dann zu fotografieren, einmal, dass das Glocken läutet für Schabbat. Aber schauen wir, was die Vorsehung uns vorhat. Gehen wir so. Vielleicht wir schaffen das schon. Ich fahre auch in dieser Straße überhaupt niemals, soweit ich mich erinnern kann. Aber wir probieren mal. Ich hoffe, dass die Verbindung noch gut geht. Ich gehe durch Häuser jetzt und unter Häuser und dann es kann sein, dass es abgebrochen wird. Aber bleiben Sie dabei, weil ich bin wieder mit euch dann, sobald das gut wird. Hier sind die verschiedenen Schilderungen. Ich weiß, dass einige erfahrene Pilger sind bei mir jetzt, bei uns heute Abend in diesem Gespräch. Und das freut mich sehr. Und dann, Sie kennen sich hier sehr gut aus. Aber weil Sie jetzt so lange von Jerusalem weg sind und ich auch, ist es 3 Monate, seit ich war hier in Notre Dame. Und wir haben Einkehr morgen, dann deswegen bin ich da. Schauen Sie, die alle bringen ihren Proviant zum Feier des Schabbats. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter hier vorne. Das ist wirklich ein Spaziergang abends. Shabbat Shalom. Ivo han nof le Kotel mi gavoa. Go straight there, see Okay. there? Yeah. And then there's a staircase over there. Okay. Go that way and then you'll see it. Okay. Yesh od nof katan sham lo. Yesh od nof katan sham mi gavoa. Go there. Okay, okay. There isn't another view from back there, a high up one, a little one. There could be off Chabad Street. Okay, okay. So, das hat mich nicht so großartig geholfen, aber schauen wir. Alle haben ihren Maske an oder vielen. Hier gab es neue Fälle jetzt vor kurzem. Von Corona, da muss man aufpassen. Jetzt gibt es einen Blick hier, jetzt sind wir in den richtigen Platz. Hier wollte ich hinkommen. Und das ist vollkommen wunderbar. Jetzt schauen Sie, was wir haben für Sie. Das ist ein Blick auf den Felsendom. Und dann sind wir hier bei diesem Platz. Vielleicht wir können ein bisschen höher steigen. Genau. Ja, das ist doch herrlich. Genau hier wollte ich kommen. Jetzt sagen Sie El-Aqsa Moschee. Und dann ich kann mit dem Tripod jetzt sehr hoch gehen, dass Sie das ohne Stacheldraht sehen können. Und dann haben Sie den El-Aqsa Moschee hinter die 2 Zyprusbäume und dann den Ölberg. Und dann haben Sie hier den Felsendom. Und dann weiter unten haben Sie hier gleich das Kotel, das Mauer. Vielleicht ich habe noch einen besseren Platz hier für Sie. Schauen wir, ob das erlaubt wird, einen Blick hier zu kriegen. Doch, ja, das wird schöner sein. Und das freut mich sehr. Shabbat Shalom. Ja, das ist das vollkommene Platz. Hier eigentlich wollte ich richtig sein. Wunderbar. Schauen Sie, liebe Leute, was für Platz hat der Vorsehung uns vorbereitet. Schauen Sie, was wir hier haben. Es gibt auch viel Bau hier, das kannte ich noch nicht. Seit dem letzten Mal ich war hier, ist ein ganzer Neubau hier im Bau.
Und dann es gab große archäologische Befunde hier, auch in der letzten Zeit. Dann schauen Sie, die haben das alles jetzt getrennt in Teilungen, wahrscheinlich wegen den Corona, dass die Mengen besser geordnet werden können. Ich mache das ein bisschen größer für Sie, dass Sie das besser anschauen können. Und hier kommen die Juden heute Abend, um Shabbat zu feiern und am Abend Shabbat, die Kabbalah Shabbat, zu beten. Hier haben wir die Sonne, die untergeht hinter uns und es wirft ein wunderschönes Licht auf den Felsendom. Schauen Sie, ist das nicht schön? Super. Danke Georg, ich weiß, du kennst dich aus hier. Aber diesen Weg habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht so oft gemacht und auch vorher nicht so viel gemacht. Bin ich oft hier gewesen, mehrmals, vielleicht 10, 15 Mal, aber ich kam von einer anderen Richtung hin. Und dann haben schon Sie, das Berg geht weiter da, das Ölberg. Da hat der König Solomon den Kultus, wie heißt das, Lob an die anderen Götter gebaut für seine verschiedenen Frauen. Dann diese ganze Sache mit dem Treue zum Bund ist eine schwierige Geschichte durch die Geschichte. Hier haben wir jetzt einen schönen Blick auf die El-Aqsa-Moschee, Riesenmoschee. Schauen Sie, wie groß das ist. Kommen, ich glaube, 4000 Menschen da drin, oder ich weiß nicht wie viel, eine Menge. Und dann schauen Sie hier hoch, diese Kirche von den Orthodoxen, das ist dann bei dem Himmelfahrt, das ist ein Himmelfahrtskloster. Und dann gibt es den Turm von den Karmeliter bei diesem großen Ziprusbaum. Hier ist ein kleinerer Turm. Und dann, ich suche jetzt, nördlich von diesem Blickpunkt, von dem Kloster, gibt es den obersten Punkt von einer Moschee. Hier rechts von diesem Baum, diesen trockenen Baum, und da ist zwischen die Fahne und diesem Baum, näher zum Baum, ein Minarett, und da ist die Stelle von der Himmelfahrt Christi. Dann kommen wir wieder hier. Ich wollte, weil es Freitagabend ist und ich bin in Jerusalem, es ist immer schön, das Kotel anzuschauen, diesen Treue im Gebet, von unseren ältere Geschwister, die ersten Zeugen des Monotheismus und des jüdischen Volkes hier im Gebet vor Gott. Und das bewegt den Herz. Eigentlich habe ich mehr Leute erwartet, aber wahrscheinlich ist das wegen den Corona-Bedingungen, dass die Leute jetzt wagen sich nicht raus. Und diesen Tagen gerade gab es eine Meldung von vielen Erkrankten an die Corona. Es ist ein paar hundert, das ist nicht so viel, aber es war schon sehr gesunken und jetzt ist es wieder da. Und da muss man aufpassen und einander schonen und schützen. Ich höre ein klein bisschen von deren Gebet hier, trotz der Wind. Schauen Sie die Vögel da, ich weiß nicht, die sind da im Himmel, die spielen da, diese Vögel. Haben Sie gesehen? Was? Die machen einen Tanz auch. Ich glaube, das sind Tauben. Das ist schön hier. Wunderbar. Wilfried ist dabei. Super. Und wir sind hier jetzt bei dem Kotel, bei dem Klagemauer, im Platz. Jetzt, ich weiß es jetzt mit der Zeit vielleicht. Ich mache ein kleines Stück für Sie aus dem Schrift für Sonntag, was wir gewöhnlich machen für ein paar Minuten. Aber das Tempelberg ist natürlich von großer Wichtigkeit für unsere geteilten Glauben mit den Juden, mit Abraham und Isaac, nach dieser frommen Tradition und dann natürlich später mit den Propheten und den Königen und dann bis Jesus und die Vorstellung im Tempel und eigentlich davor mit Zacharias hier. Wir haben gerade Zacharias gefeiert vor der Johannes der Täufer, seine Geburt und die Geschichte von Zacharias erinnert hier im Tempel, beim Tempelopfer.
Und der Engel ist erschienen und hat Zacharias, du kriegst ein Kind. Und er sagt, keineswegs, ich bin zu alt und meine Frau noch schlimmer. Das geht nicht. Und dann, du bist dumm, und bis er geboren wird. Und dann Johannes ist sein Name. Und dann ein jüdischer Priester des Tempels. Wahrscheinlich von dem Sippe von Levi. Und dann, wir haben die ganze Geschichte mit Jesus natürlich und dann die Darstellung im Tempel und dann auch Geschichte von Maria im Tempel gibt es einiges. Und ein Schwert wird ein Herz durchbohren und dann Jesus selbst dann hat den Tempel besucht als 12-Jähriger und ist da hier geblieben mit dem Lehrer des Tempels. Jetzt schaue ich nach dem Text. Ich habe gefunden, dass die Klosterbeuern hat wunderschönen Dienst auf dem Internet mit den Lesungen für den Sonntag und alle Tagen eigentlich. Und dann haben wir bei der ersten Lesung diese Geschichte von Elisha, der bei dieser Familie, die ihm Geborgenheit gegeben haben auf seinen Durchreisen und was ich auch sehr oft in Deutschland und viele deutsche Familien erfahren habe. Und dann diese Familie hat kein Kind und dann hat Elisha für sie gebetet und die haben dann ein Kind bekommen. Und das ist das 2. Königsbuch auch, Kapitel 4. Und dann wir haben den Psalm 89, von der Huld des Herrn will ich ewig singen. Und das ist bestimmt hier vor 3000 Jahren gesungen. In Jerusalem, von den Huld des Herrn will ich ewig singen. Und auch in dem Psalmen Davids, ne? Von der Huld des Herrn will ich ewig singen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund seine Treue verkünden. Den ich bekenne, auf ewig ist Huld gegründet, im Himmel deine Treue gefestigt. Und für die Katholiken unter uns, dann haben wir die Herz-Jesu-Verehrung, diesen Monat Juni, diesen Huld des Herrn zu uns. Diesen Vogel tanzen über dem Felsendom, das ist wahnsinnig. Ich bin durch sie zerstreut und die kommen dann wieder zurück. Vielleicht die sind angezogen durch den Licht, kann es sein, mit der Sonne. Das ist so interessant. Schauen Sie da. Und die spielen, kreisen hier, ich habe das nie vorher gemerkt. Und die kreisen hier um den Felsendom. Gut, und dann wir lesen weiter von Paulus in der Brief an die Römer. Und wir sind auf Christus Jesus getauft, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf dem Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Das ist ein starkes Wort, wandeln. Und in allen Umständen, es gibt eine Gnade und die ganze Zeit sind wir beim Wandeln. Und das Evangelium ist ein starkes Evangelium. Ein sehr starkes Evangelium. Wir leben in schwierigen Zeiten, liebe Leute. Und das Evangelium, Jesus sagt uns, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Das sind für starke Leute. Und dafür brauchen wir viel Gebet, weil wir sind sehr oft sehr schwach. Und wir bitten den lieben Gott, er uns stärken möge, damit wir das wirklich leben können und wandeln können. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und das ist sehr schön, weil er sagt, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und diese Familie in Sunem, in der Nähe von Berg Tabor, wo Elisha untergebracht wurde, hat seine Gute erfahren und dann viel Segen ist auf sie gekommen. Und dann so, wir dürfen auch die Leute, die Christus vertreten, unterstützen. Und die Leute, die stark machen für den Glauben, auf kluge Weise, nicht dumme Weise. Und auf gescheite Weise, von Herzen, von Heiligen Geist gefügt.
Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ist gerecht, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Da müssen wir immer unterstützen, die Gerechten. In Zeiten von Korruption, von Schwierigkeiten, von Missbrauch, von alle möglichen Schwierigkeiten und Nöte, dann brauchen wir stark zu machen, nicht nur Beobachter zu sein. Wir sollen uns engagieren. Engagieren für jeder. Jeder ist Abbild Gottes. Ich freue mich, mit euch zu sein heute Abend hier in Jerusalem und eigentlich diesen Altmauer, das wir am Anfang angeschaut haben, das wird wieder dann auf YouTube werden. Jetzt heute Abend, ich hoffe, ich lade das auf YouTube auf, so Gott will. Und dann können Sie das mit all Ihren Freunden, die auch kein Facebook nutzen, können Sie das dann auch genießen. Und ich wünsche euch viel Segen. Ich bitte euch um eure Gebet für unsere Einkehr morgen, einen Tag des Einkehrs. Und so Gott will, in der Früh werde ich auch Ihnen den Sonnenaufgang über dem Ölberg von Notre Dame, Dachterrasse, hoffentlich Ihnen zeigen. Das ist mein Vorhaben. Und vielleicht dann bis morgen früh oder bis nächsten Freitag. Viel Segen weiter, schöne Grüße aus Jerusalem. Es war eine Freude, mit euch zu sein. Und ich sage Ihnen jetzt Ade. Und zu all unseren jüdischen Freunden sage ich Shabbat Shalom. Ich freue mich, dass Sie sind hier bei dem Kotel heute Abend mit mir. Und dass Sie einen schönen Shabbat haben mit Ihrer Familie. Und an alle die Christen, ich wünsche Ihnen viel Segen, viel Freude, viel Ausruhen. Die Juden machen das sehr gut im Shabbat und wir müssen das wieder lernen, wie man am Sonntag ausruht und den lieben Gott betet und anbetet und gut, dass Freude des Lebens ist. Viel Segen weiter, es hat mich sehr gefreut.